Hallo und herzlich willkommen zurück zu Deadly Premonition und dem Beagle. Ich habe meine Konsole jetzt umbenannt. Die hat tatsächlich meinen Namen getragen. Ich nehme an, das habe ich irgendwann mal gemacht. Ich habe es in Beagle geändert, aber mein Speicherstand interessiert das einen Scheiß. Ich habe es wirklich versucht. Na gut. Ich bin schon mal zum Parkplatz gefahren. Ich habe noch ein bisschen Zeit, bevor ich die Gelegenheit habe, Quantum Break zu spielen. Oh, guck mal, da sind die sind ohne mich gegangen. Jetzt kann ich gleich mal... What are you playing at? You tell us to come here, and you keep us waiting. Is this the way the FBI treats their own people? Hello, George. I just had some things I had to do. You really are pushing it, you know that? I'm sorry if I upset you, but it was important stuff. To me, at least. That isn't the issue here. We are in the middle of a homicide investigation. He's not listening, George. I think we both know by now how little he thinks of other people's feelings. Oh, wow, danke. I'll be more careful from now on. I promise. Die mögen mich alle nicht. Okay, in den Zwischensequenzen kann ich an dem Sound wirklich nichts regeln. Das ist natürlich I'm doof. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please call me York. It's what everyone calls me. And you are Jim Green? That I am, son. I keep these woods. Dann Plan 15. Muss ich nur gleich den Well, anderen you're doing a Sound fine dann job. machen. Well, I used to be a tree surgeon. And these two discovered the body. Yes, my grandchildren, Isaac and Isaiah. Boah, was sind das für Namen? Isaac Ingram fand Annas Leiche. Isaiah Ingram fand Annas Leiche. Sind das nicht die beiden Boysies, die wir da ganz am Anfang in unserer Illusion You see haben? that? Twins. Just like in my dream. We gotta keep an eye on these two. Wie sehr hat der Typ I'm eigentlich sorry. einen an der Could we talk Klatsche? away from the boys? I want to help your investigation, but I don't want Also them to hear unbehandelt meine ich this. jetzt. Very Ne? well. Emily, please. I'll just take them over there then. Thank you. Hold on. Don't do anything without asking me. These children were the first to witness the crime scene. I want to talk to them. Come on, they're just kids. They I have no don't idea what really happened to Anna. That doesn't matter. You agree with me, right, Zach? How heartless. Do you ever think of other people's feelings, ever? Nope. Emily's right. That's stone cold, even for the sake of investigation. Children see things in pure, simple terms. Okay, da hat er recht. They may have seen something we adults would never spot. And they are here at our request as well. Wie er davor steht, We als could würde er at die least chat with schlagen them and see wollen. if they want to make a statement. Are you serious? I never joke about matters like this. Oh my god. Don't worry. They aren't as fragile as you think. Look at them, standing so upright there. Oh. Schaut euch an, wie aufrecht sie da stehen. Okay, wir schauen mal. Now then, Isaac, Isaiah, tell me, what did you find here? Anna, she was so pretty. She had a red dress on. Her hair was shining. Bright gold hair. There were lots of animals around her. Squirrels, weasels, and a snake. A real snake. We didn't know until then. But we know now. Anna was the fairy of the forest. She was a goddess. She smiled when she saw us. She looked so Did she? happy. That's right, Isaac. Isaiah. Oh. She was a fairy. A goddess. I'm sure she is playing with those animals even now. Of course she is. Yeah, of course. Come on, das war doch jetzt richtig Most useful lieb. information, boys. Well, Emily, you can take them now. Leute, das war doch jetzt wohl mal richtig anständig von dem guten Mann. Gut, ich hoffe Okay, jetzt... Zach. This is where Anna's body was. And that means our unsub, our unknown subject, was here too. So, what happened here? Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Die Zack dir vermutlich nicht beantworten kann, weil Zack nicht existiert. Oder Zack existiert. Sorry, wenn ihr das hört im Hintergrund.
Zach, something is still missing. We need more clues. Das waren jetzt tatsächlich... Ja, wir haben keinen einzigen Hinweis gefunden. Guter Mann. Kein Wunder, dass sie nichts gefunden haben. So. Nochmal in die Option rein. Ich hatte es vorweg eingestellt, aber ich wusste nicht, dass es vorwiegend an den Zwischensequenzen liegt, dass es so unfassbar scheiße laut ist. Also können wir Musik wieder etwas hochschrauben. Das hier mache ich mal wieder auf 65. Die Stimmen mache ich auf 80 und hoffe, dass das jetzt okay ist. Ich habe es nämlich jetzt in OBS eingestellt, dass es leiser ist. Wenn es die Zwischensequenzen sind, kann ich tatsächlich einfach nichts dagegen machen. Außer es in OBS leiser zu machen. Es tut mir auch leid, dass die letzten 6 Folgen, wo dass ich da kaum zu verstehen bin. Aber ganz ehrlich, wer will schon mein Gelaber hören? Sag, schau, der Abdruck im Gras. Wir haben einen Hinweis gefunden. 2 umgeknickte Grillen. Ist okay, ja. Natürlich. Profiling starten. Profilerstellung starten. Profilerstellung. Ach Gott. Hat der Mörder etwa dahin gekotzt? Okay. Jetzt ist, aber egal, kann mir egal sein, wie laut es ist. Nee. Warte mal. Wenn ich mein Glück kenne, wird es uns genau da runtergepfeffert. Wow. Nein, was tust du? Francis, was tust du? Kann ich das nicht unter... Doch. Natürlich ist es da hinten. Egal, ich schaue mich dann erstmal... George. As you requested, we have permission to stay and look around as needed. But what are you planning on doing? To examine the scene, of course. Basic Crime Investigation 101. We might uncover some further evidence. My men have covered this already. I seriously doubt that there is anything else to find. Well, then you and Emily can wait in the car if that's the case. But I'll take my time. Gut. Ein Fernseher. Oh, schlafen? Warum sollte ich schlafen? Oh, da ist auch noch was. Piu! Ein abgebrochenes Stück. Wir warten, bis wir alle Stücke zusammen haben. Ja, ich kriege halt ein paar dröselige Dollar dafür, aber die paar Dollar... Was kann ich denn hier eigentlich? Noch mehr. Eine Sammelkarte von Anna Graham. Okay. Jetzt habe ich noch das da oben. Ich habe mich aber auch noch nicht hier... Ah, ein zweiter Fall. Bild einer Weste mit Löchern. Nee, ich will noch das letzte Stück haben, bevor wir profilen. Wie komme ich denn in das letzte Teil? Das ist da oben irgendwo. Wartet mal. Ah, really? Will mich doch jemand boykottieren. Okidoki.
Jetzt können wir richtig gut profilern. Haven't seen one of these in a long time. It's upside down. I guess this is meant to be an anti-peace sentiment then. These holes on the ground were made by high stiletto heels all around here. And this depression here, Agent Morgan, I see what happened here. He hung her from the tree and put on her shoes. He was really enjoying it. A sicko. And he knelt down. And disgusting. George, you certainly have a vivid imagination. An interesting theory. Don't you think, Zach? What was his name again? That Hollywood producer. That's right. Joel. We really ought to introduce George to him, Zach. Profiling is a little different from writing a screenplay, though. An idea being interesting doesn't make it fact. Let me enlighten you, George. The footprints reveal that one of the heels were missing from the shoes. And they're different from Anna's shoes that we saw at the office. Furthermore, there would be even more disgusting evidence if he did kneel and, well, do as you suggested. If you want proof, go ahead and try it for yourself. He knelt here for a reason other than simple perversion. Zach, what was he doing in front of Anna? Ja, genau. Was hat er getan? Sag es uns, Zach. Irgendeine Anbetung? Now I get it. He was kneeling to pray in front of her. Just like the twins said. She was a goddess. The unsub, our unknown subject, offered prayers to Anna's mind. Its bitten out tongue and massive body wound. Once dead Anna was transformed from an object of despite into one of worship. So who is Miss Stiletto Heels? The steps are close coming up to the body, and then farther apart going away. There was a reason to hurry away then. That settles it then, George. Miss Stiletto Heels is a third party here. She's not the murderer. No one runs away from an object of worship. She could be another victim who was with Anna. Or perhaps an accomplice who fled for some reason. She is also one who took whatever it was Anna was holding on to in her hand. But why? Why did she leave her here? Only Miss Stiletto Heels knows the reason for that. She might know something about the man with the reversed peace mark, too. How many women wear high stiletto heels in this town, do you think? Oh, I should think most of them have at least one pair. I do too, before you ask. But nobody would come all the way out here wearing them, except maybe one person. Don't keep me in the dark, then. Who might this elegant lady be? Diane, the owner of the art gallery.
but she's out of town for a big art auction. I heard she'll be coming back in a couple days. Then we'll just have to give her a warm welcome home. A more immediate matter, then. Where in town can you find something like this? It should be a building that isn't used anymore, with either a lot of metal or metal machinery or something like that. The old lumber mill. Ooh. Then it's time to really get this show on the road. Could you guide me to this perfect setting for extravagant murder? Müssen wir jetzt schon wieder irgendwas in irgendwelchen Zeitdings machen? Kann ich mich jetzt wie der alte Sack davor steht und sich denkt so, wow, meine Kinder beschütze ich, komme was da wolle. Schalten Sie das PS3-System nicht aus. Aber dieses PS3-System macht, was es will. Ich kann ja nicht mal den Namen ändern. Obwohl er geändert ist. Oder ich nehme an, weil es schon so hieß. Und deswegen kriegt er das jetzt nicht mehr geändert. That's possible. The lumber mill is pretty far from here. If that's where she was killed, why would the killer go to all the trouble of carrying her all the way here? I don't know yet. My profiling instincts tell me one thing is for sure, though. The unsub's personality is totally different before and after the crime. The unsub killed her in a brutal, horrifying way, and then displays powerful adoration after she's dead. Something close to love. That could well be the key to all this. Okay. Bitte sag mir nicht, ich muss jetzt schon I wieder... will say this, though, George. Profiling is a risky business. Of course, if the unsub planted those stiletto footprints himself, well then, everything I've just said falls apart. But there's no evidence that he left those stiletto footprints. I'm sure we have Miss Stiletto Heels to thank for those tracks. All I can do is deduce the unsub's feelings in light of the evidence, and carefully figure the unsub's MO, modus operandi, his way of thinking. It usually unveils something that a normal forensic analysis may overlook. That's my way of profiling. It's not for everyone, but it works for me. Ich glaube, jeder hat so seine Sache halt, ne? Tatort des Mordes. Aber warum? Warum darf ich mich nicht mal frei bewegen? Wo muss ich hin? Er sagte schon, es ist ziemlich weit weg. Ach Gott. Wobei, so weit weg ist das jetzt aber nicht. Hier bis zu diese Strecke. Boah, das kriege ich hin. Was ist denn dieser Knochen da? Kann ich die Karte ein bisschen besser machen? Doof. Keine Prozentanzeige, okay. Gott, Blitz und Donner. Oh Gott, mach die Karte kleiner, ich sehe nichts. Ich kann rasen. Ich lasse es, ist okay. Nein, 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 ah. Ich würde so gerne mal ein bisschen Freestyle hier agieren und mir die Orte angucken, aber wenn ich das tue, sind die ja direkt sehr pisst. Limit 0 bis 0 Uhr. Wobei ich könnte, aber wir sind gerade so schön am Weg, ne? Also. Ah. Und außerdem ist es das erste Mal, dass ich so grob das Gefühl habe, zu wissen, wo ich hin muss. So sieht's aus.
Autosimulator 2024. Ich habe übrigens auf dem Weg hierhin getankt gehabt mit dem anderen Auto, das ja anscheinend nicht unser Auto gerade ist, I don't know. Auf jeden Fall konnte ich mit dem Dude reden. Oh. Aber dafür kriege ich jetzt... Kann er nicht steuern, wenn er rückwärts fährt oder was? Anscheinend nicht. Ich bin doch jetzt richtig, oder? Ich war hier eine Schneise hin. Ja, da bin ich richtig. Und der Typ hat uns einen Knopf an der Backe gelabert, dass er sein Revier verteidigt und nicht mit Bullen redet und bla. Und ich konnte den bestechen, aber man musste dem $1000 insgesamt geben und da hatte ich keinen Bock drauf, weil ich das mit euch zusammen machen wollte. Die Frage ist nur, ob ich diese Tankstelle jemals wiederfinde. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Aber ich bin gewillt, es mit euch zusammen zu machen. So ist es nicht. Ich bin erstaunt, dass ich keine Tankanzeige und so habe. Naja. Finde ich okay. Da muss ich mich nicht darum kümmern. Hoppala! Dann kann mir sowas nämlich auch egal sein. Oh. Das ist da unten. Ups. Oh, warte. Ja. Nee, geh weiter. Nee, was ist denn das da oben? Komme ich da irgendwie hin? Ach, Rennen fahren. Nee, danke. Den habe ich mitgenommen. Wusch. I'm going in alone. You two stay here. I can't concentrate on profiling with other people around me. Now hold on a minute. We're investigating this case together. Listen, I can't risk the crime scene being compromised by you two. What are you saying? You're not the only professional law enforcement officer here, Agent Morgan. We know how to secure a crime scene. I'm sorry. That was rude of me. But this is how I operate. Furthermore... Yes? Furthermore what? To me, the outsider FBI agent, every citizen of this town is a suspect. You two could be in on this whole thing for all I know. I have to keep suspects out of the crime scene. How can you say such a thing? Is he making fun of us? We should have left him behind and come here by ourselves. You're right. I've never been so insulted. I'm sorry, but I'm just doing my job. Naomi Watts ist ziemlich pizza auf Wunst. Naja, so wirst du nie rausfinden, was unter ihren Klamotten ist, Kumpel. Did you hear that, Zach? If they're pros, then we should let every first-person shooter gamer out there join the SWAT team. Och nö. Ich will nicht... Zach, they're here. Ja, danke. Habe ich schon verstanden. Die haben alle heftige Rückenprobleme, Leute. Oh, Scheiße.
Lauf. Oh Gott, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, ey, die stecken mir die Zunge da ganz tief rein. Das ist widerlich, das ist widerlich. Oh, die Zunge wollte ich gar nicht so tief drin haben, Leute. Oh. Ja, komm, ist okay. Aha. Aber sonst hat niemand was für mich? Nein? Gut. Jede Pfütze ist potenziell gefährlich. Warte mal, was sagt denn die Karte? Hier ist nicht so viel. Okay. Kann ich das platt machen? Stimmt. Oh. Hat mir aber nichts gebracht. Naja, okay. Ich frage mich ja, das ist jetzt so Silent Hill Feeling irgendwie. Ich kann es gar nicht anders sagen. It's just a little bit oh. Ja, du hast mich gesehen. Herzlichen Glückwunsch. Aber wenn du halt rückwärts zu mir kommst, bringt dir das alles nichts, Kumpel. I saw you. What? Ich finde das so creepy, dass sie dann so sagen, I don't want to die. Lisa don't want to die. Was kann ich denn hier machen? Blutrote Stämme, ganz anders als die Bäume in den Bergen. Die habe ich noch nie gesehen. Jo, was ist passiert, ne? Kiste. Da war sogar was drin. Ein Verbandskasten. Klein. Wie das aussieht, als könnte er sich dann einfach Pflaster drum machen. Ich habe aber genug davon, theoretisch. Also, mal sehen. Na gut. Da ist sonst nichts mehr. Ah, dann Sound. Jeder nimmt so ein Stahlrohr dafür. Beagle nimmt ihre Waffe dafür. Naja. Oh, da hinten ist eine. Ich muss leider näher ran. Auch nicht das... was? Ah, das ist creepy. Das will ich nicht. Schon ewig nicht mehr gespeichert. Ich möchte speichern gehen. Na gut, ihr Lieben. Ich wünsche euch soweit einen schönen Tag und haut rein.